But Aber the power comes from the soul to the mind. Kraft. Aber die Kraft kommt von der Seele in den Verstand, in den Körper eigentlich. And it is in the soul God dwells. Gott wohnt in der Seele. God dwells in our soul. Gott wohnt in unserer Seele. God, our soul is the seat of God. Unsere Seele ist der Thron von Gott. Yes. So God lives in our soul. Also lebt Gott in unserer Seele. And God pour out His power first into our soul. Und Gott lässt diese Kraft ausgehen aus unserer Seele. And our soul supply power to mind and to body. Und die Seele gibt dann diese Kraft weiter an unseren Körper und unseren Geist und Verstand. Now so many people have depressive. So viele Menschen haben Depressionen. What are the reason of depression? Was sind Gründe für Depressionen? This understanding, if you have this understanding, then there will be no depression. Wenn man dieses Verständnis hat, was wir gerade geredet haben, dann wird es keine Depression geben. That our mind need power from the soul. Dass unsere Gedanken, Verstand, the mind. dass unser Verstand die Kraft von unserer Seele braucht. Suppose a person is working with the mind, so much work without the help of the soul, then the mind is burned out, overloaded. Wenn der Verstand ohne der Seele arbeitet, dann ist er gestresst und dann ist ihm das zu viel. Stress. Das ist gestresst. Then the mind is burned out. Dann ist das Depressed. Dann hat man einen Burnout oder Depressionen. It is very easy to change this depression. Es ist sehr leicht, diese Depression zu verändern. You must recognize you have a soul. Wir müssen erkennen, dass wir eine Seele haben. And the soul is immortal. Und unsere Seele ist nicht unsterblich. Unsterblich. And geistlich, spiritual. Und geistlich. And the soul is in communication with God. Und unsere Seele ist in Kommunikation mit Gott. God's power flows into the soul. Gottes Kraft fließt in unsere Seele. And from the soul, the power comes to mind and body. Und von der Seele kommt diese Kraft in unseren Körper und unseren Verstand. It is easy to understand in another way. Es ist noch leicht, das zu verstehen in einer anderen Art, wenn ich es erkläre. Suppose I die now. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt sterben. That means my soul leave my body. Das heißt, meine Seele verlässt meinen Körper. Then my mind and body is not functioning. Das heißt, mein Verstand und mein Körper funktionieren nicht mehr. Correct? Stimmt das? So what it mean Thomas Paul is dead means in another way? Also was heißt es jetzt, dass Thomas Paul tot ist, in einer anderen Art? The soul left his body and mind. Die Seele hat seinen Körper und seinen Verstand verlassen. So soul stopped supplying power to the mind and body. Also die Seele hat aufgehört, diese Kraft weiterzugeben an den Körper und an den Verstand. And nobody will say Thomas Paul is lying there. People will say his body is lying, he is dead. Und niemand würde sagen, wenn er Thomas Paul tot sehen würde, oh, da liegt Thomas Paul, sondern oh, da liegt sein Körper. My name disappeared. Mein Name ist weg. So what is associated with my name, my mind or my soul? Also was wird mit meinem Namen assoziiert? Meine Seele oder mein Verstand? My soul. Seele, genau. So it is the soul which is giving a life-giving power to our body and mind. Also es ist die Seele, die uns diese Lebenskraft, diesen Lebensgeist für unseren Verstand und Körper gibt. A word of God is coming, a teaching from the catechism.
Catechism, in paragraph 1718. Im 1718. Katechismus 1117. 718. 1718. The second part says, how is it then that I seek you, Lord, since in seeking you, my God, I seek a happy life? 1718. Yeah, that's it. Here. Read this. Yeah. Auf welche Weise soll ich dich suchen, Herr? Denn wenn ich dich, meinen Gott, suche, suche ich das glückselige Leben. I seek happy life. Let me seek you so that my soul may live. Ich will dich suchen, auf dass meine Seele lebe. For my body draws life from my soul. Denn mein Leib lebt durch meine Seele. And my soul draws life from you, God. Und meine Seele lebt durch dich. So this is dynamic of our human personality. Und das ist die Dynamik unserer Persönlichkeit. That our soul draw power from God. Dass unsere Seele die Kraft Gottes bekommt. And our body draw power from the soul. Und die Seele das dann weiter in unseren Körper gibt. Now healing means, also Heilung heißt, now it's easy to understand, es ist schon leichter das zu verstehen. that when we believe, wenn wir glauben, the power from God rush into our soul. Dass die Kraft Gottes in unsere Seele fließt. And then it pump into the body and mind. Und von der Seele das dann weiter ausgeht in unseren Körper und unseren Verstand. So God's power flows through our soul to mind and body. Also Gottes Kraft fließt durch unsere Seele zu unserem Körper und unseren Geist. Verstand? And so the healing take place. Und so findet da eine Heilung statt. Healing often take place, we see in the Bible. Heilung passiert oft, das sehen wir in der Bibel. But the purpose of healing was not only simply to make a healthy person. Aber der Grund von Heilung war nicht einfach nur, um Menschen gesund zu machen. But more than that, to increase the faith of the people. Aber mehr als das, dass der Glaube gestärkt wird. And to give this salvation to the people. Und den Menschen diese Erlösung zu geben. So even when a physical healing take place, also auch wenn diese körperliche Heilung stattfindet, the power of God flow into our soul and heal the soul first. Die Kraft Gottes kommt in deine Seele und heilt deine Seele. So Jesus said everywhere, you are saved through your faith. Und Jesus sagt, du bist geheilt durch deinen Glauben, also gerettet durch deinen Glauben. So all the healings and miracles in the Bible took place as a sign. Also all diese Wunder und Heilungen in der Bibel sind als Zeichen geschehen. Sign of Jesus' salvific power. Ein Zeichen von Jesus, seiner Kraft und Stärke. Salvific power, saving power. Von seiner erlösenden Kraft. The primary need is salvation. The primary Grundlage note is the salvation. Die grundlegende Bedürfnis, die wir haben, ist die Erlösung. So when the salvation power flow, it gives manifestation. Also wenn diese erlösende Kraft in uns wirkt, dann gibt sie erlösende Befreiung. But it is only a sign. Aber es ist nur ein Zeichen. There is something more than the sign. Es gibt mehr als nur Zeichen. Sign is a visible situation. Zeichen ist, kann man sehen. But more than that visible thing, something else is happening.
Aber mehr als was man sehen kann, es passiert noch mehr als man sehen kann. That is our aim. Das ist unser Ziel. Now, Jesus was preaching on the Sermon on Mount, Jesus hat auf der Bergpredigt gepredigt. and soon he came down you can see in Matthew chapter 8, In Matthäus Kapitel 8. that is immediately after the Sermon on Mount. Und das ist gleich nach der Bergpredigt. Chapter 6, 7, 5, 6, 7 is the Sermon on Mount. Kapitel 5, 6 und 7 ist die Bergpredigt. But in chapter 8, so many miracles we see. Und in Kapitel 8 da sehen wir dann extrem viele Wunder und Heilungen. Jesus came down from the mountain. Jesus ist vom Berg hinuntergekommen. Probably a leper was hearing this somewhere far away. Und wahrscheinlich hat es ein Leprakranker schon so von der Weite her gehört. He is not supposed to come near, Er ist eigentlich nicht erlaubt, da näher zu kommen. but that is why from the mountain, whatever is proclaimed can be heard all around the valleys. Aber was vom Berg gepredigt wird, das kann überall rundherum gehört werden. See, Jerusalem mountains are not like the mountains of Austria, Switzerland. They are very small In mountains. Jerusalem, die Berge sind nicht so groß wie in Österreich oder in der Schweiz. They are not so big, but they say mountain. Sie sind nicht so groß, aber sie heißen trotzdem Berge. You know it, those who have gone to Jerusalem. Die in Jerusalem waren, die wissen das. So, this man heard the voice of Jesus from far away. Also dieser Mann hat die Stimme von Jesus von weitem gehört It touched his heart. und es hat sein Herz berührt. That's the point. Das ist der Punkt. He is not able to sit in his cave. Er kann nicht mehr in seiner Höhle versteckt sitzen bleiben. A leper is rejected by the society and by own home, and he is about to die anytime. Ein Leprakranker wird verstoßen von der Gesellschaft, genau, und von der Familie und könnte jederzeit sterben. It is a practical problem. Das ist ein praktisches Problem. If a person is leper, then the leprosy spread into the whole family members. Wenn eine Person leprakrank ist, dann kann dann ist es ansteckend für die ganze Familie und die Menschen, denen er begegnet. So he must be moved out of the family. Also muss er ausziehen aus der Familie. To where? Wohin? Anywhere he go, it will spread. Egal wo er hingeht, wäre es ansteckend. So there was no hospital for leper. Also gibt es kein Krankenhaus für Leprakranke. So the society even don't consider them. Also nicht mal die Gesellschaft hat sie irgendwie angenommen. The society even don't want to see with their own eyes a leper. Die Gesellschaft wollte sie nicht einmal mit den Augen sehen, die Leprakranken.